Hey Leute, und wieder zurück bei Kona. Wir fahren zur nächsten Hütte. Beim Dock haben wir jetzt alles abgegrast, da haben wir auch dadurch ein bisschen Erfahrung über die anderen Bewohner sammeln können, zumindest was der Dock über die denkt. Jetzt kein Briefkasten gesehen. Das Wetter wird und wird nicht besser, ne? Kann das sein? Haus des alten Husser. Dann gucken wir uns doch mal hier um. Was haben wir denn da? Okay, verschlossen. Was zum Anzünden? So eine Mini-Leiter, ne? Bringt so gar nichts. Ich hab doch eben hier ein Symbol gehabt, möchte ich meinen. Ah, vielleicht ist der Schlüssel im Haupthaus. Dann mal hin da. Kam da echt gerade an dem Ofenrohr nicht vorbei. Kann ich irgendwas sehen da drin? Da hockt einer und der starrt uns auch an. Oh, mon bonhomme. Komm mal runter, Opa. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retontisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt Das et puis ist bang, bang, keine bang, si ça Schrotflinte. s'approche. Aber du bist ein bisschen Panne. Es ist keine Schrotflinte und trotzdem muss man nicht gleich auf jeden ballern, der da mal kurz den Kopf durch die Tür streckt. Kann ich mit ihm direkt reden? Jo. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras Was, eine ce que Flasche tu voudras Caribou? parmi mes guenilles. Okay, Caribou gegen Mantel tauschen. Mantel hört sich gut an. Da wird dann wahrscheinlich unsere Frostempfindlichkeit draußen mit verbessert. Dass wir eben nicht mehr so frostanfällig sind. Und wir haben mir schnell meine Zigarette gedreht. Oyez, 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 y a un petit gars d'écarté dans ma maison. Ja, komm. Ich mache mir mal Licht. Wir haben also sowas wie eine Quest jetzt, noch so eine Nebenquest, die aber wichtig sein könnte. Leer, okay. Tu sens les pieds? Der ist nett. Ben oui. Okay. Je peux tout faire en même temps, Das sieht auch nicht mehr gut aus. Da haben wir eine Bibel. Sockenschublade. Was ist denn das? La Corriveau, Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Ich kenne das gar nicht, muss ich gestehen. Vielleicht kenne ich ja den deutschen Titel, der französische sagt mir gar nichts. Ja, und wir plündern hier, während der eigentlich eine scharfe Waffe in der Hand hat. Die sind so hardcore. Gomme-moi la belle rose là-dessus, qui se donne au yard sur le mercredi des cendres. C'est-tu pas effrayant, cette histoire-là? Das ist schon sehr hinterwäldlerische Einstellung hier allgemein. Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Es geht um den Wendigo, okay.
Es gab einst eine Zeit, in der Hasskrieg führte. Unsere Jäger erlegten die großen Wölfe, die unsere Kinder genommen hatten. Unsere Krieger erschlugen die Feiglinge, die sich an unseren Vorräten vergriffen hatten. Der ohrenbetäubende Lärm von brechenden Steinen und Knochen reichte aus, um den Hass zu sättigen, und die Ströme von Blut drückten unsere Reue und Bitten um Vergebung aus. Es herrschte damit ein Gleichgewicht, dann aber trafen die Weißen ein. Die Sage vom Wendigo reicht zurück in eine Zeit, an die sich nur noch die größten Bäume erinnern können. Eine Zeit schrecklicher Kälte und großen Ehrgeizes, in dem die Schiffe anlegten und die Menschen Kanonenkrankheiten und Rückgratlosigkeit über uns ergossen. Das Gleichgewicht wurde unrettbar gestört. Es gab unzählige Tote im Land unserer Ahnen. Zu viele Leichen, die im Moos lagen. Zu viel Blut, das unseren Boden vergossen wurde. Unser knochenbrechender Hass reichte nicht mehr länger aus. Gott, wie viel sind denn das? Alter, ich mag nicht. Also die Geschichte über ein Wendigo haben wir ja jetzt drin. Ein Foto. Il se souvient de moi avec ma belle carabine. Bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang. Ah, le bon temps. Alter, hat der einen Knall. Aber ich glaube, die sind hier alle nicht ganz sauber. Ich bin allerdings schon fast ein bisschen froh, dass ich hier mal wen Lebendiges und nicht Eingefrorenes finde. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Aber ansonsten haben wir jetzt bei ihm nichts mehr. Doch da. Dans mon temps, c'était comme sur l'image. On était vrai, fiers, forts, puis on avait le bon Dieu de notre bord. Ja, wenn du meinst. Wir haben jetzt noch die 2 Hütten da vor uns. Cadeau, ça ouvre l'appentis. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets tant que tu rapportes du caribou. Also dafür, dass dir alles scheißegal ist, dass das hier Plünder und alles, bist du ganz schön schießwütig, mein Freund. Den hätte er auch nie auf mich ballern müssen. Dann gucken wir doch glatt mal in die Hütte rein. Ein Benzinkanister, okay. Ein leerer. Nix. 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 Ein Hageballchen. Axe. Not too shabby. Carl felt he needed to protect himself. Ansonsten ist hier aber scheinbar nichts mehr. Ich mache mir noch ein bisschen Licht. Wir haben eine Axt und einen Benzinkanister gefunden. Okay. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und dann würde ich mal sagen, wir fahren weiter. Ich habe mal Angst, da knurrt ein Wolf, aber es ist der Motor vom Auto. Das ist echt ein bisschen Paranoia in dem Spiel. Ja, scheiße, da hätte ich mal noch hingucken können. Aber das scheint mir nur so ein Unterstand zu sein. Okay. Komme ich da rum? Jo. Läuft. There, Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Wo fahre ich denn am besten lang? Rechts rum, okay. Rechts rum und dann die nächste links. Ersten Menschen, den wir treffen, der noch lebendig ist, der total einer in der Klatsche und ballert erstmal auf uns. Nett. Ja, wir sind ja nicht gestorben. Da ist so ein blauer Kristall. Wo sind wir jetzt? Ein Stückchen ist es noch. Da wird denn schon noch irgendwas sein, aber ich will erstmal gucken. Ah. Dass ich ihm da seinen komischen Kaluder, was er da haben wollte, bringe. Ich will nämlich die Jacke haben, Leute. Haus des Patrioten, okay. Was?
ist eine andere Flagge als die Quebecer. Carl shivered as he saw the emblem. The Patriot flag, used during the 1837 rebellion, and which had resurfaced in 1970s Quebec, flown proudly by the FLQ terrorist group. Oh. This flag meant bombs, kidnappings, threats in the papers. It was a sign of rebellion. Okay. Also haben wir es da mit einem nicht allzu netten Zeitgenossen That zu truck tun. had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. Okay. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Also da mache ich mal ein Foto von. Wahrscheinlich führen wieder irgendwelche Hufe irgendwo hin. Okay. Das will er nicht mal behalten. Was ist denn das? Schießstand. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Okay. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Das wohl wahr. Viele Leute gibt's hier nicht. Ist das Klo? Oder im Klo liegen Kippen rum. Wilde Müllkippe. Aber nichts Brauchbares. Streichhölzer. Und hier gibt es nochmal Holz. Holz ist eine Flasche Bier. Da habe ich übrigens im Menü gesehen, das beruhigt auch den Geist ein bisschen. Aber jetzt gehen wir mal ins Haus rein, ne? Komme was da wolle. Weil langsam scheint es kalt zu werden. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Licht wäre gut. Da ist eine Destille. Was ist denn das? Carl now knew how to quench the drunkard's thirst. Ha! Okay. Und da ist eine Destille und wir haben jetzt ein Rezept für das Zeug bekommen. Und einen Sherry haben wir dabei. Passt da wie Arsch auf Eimer. Was ist denn das? Jean Blouin. Seems like that pig had a name after all. Sieht noch recht jung aus auf dem Foto. Rock music invaded the minds of men even in Led the Zeppelin. remotest of places. The man didn't own a turntable though, so there's that going for him. Was ist das? Na komm. Back then, in Africa and elsewhere, Oh. people were ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, Bisschen brutal and eingestellt, der violent gute Mann. manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against a faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, was from that very stock. Nichts Brauchbares. Na. Was ist das? War wirklich nicht zu erkennen. Das könnte Thunfisch oder sowas sein. Radio schalten wir jetzt nicht ein. Da ist nix. Ja, aber leider leer. Hier gibt's nur leere Gewehrständer. Wozu haben die Gewehrständer, wenn die nichts haben? You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Caribou heißt das Zeug. Okay.
Aber ansonsten scheint es mir hier nichts zu geben. Werden wir mal stiften gehen, bevor der Hausherr wieder kommt. Wir haben nicht mal Licht gefunden. Bin ich einfach nur blind, oder? Nee, das ist tatsächlich die einzige Beleuchtung, die der hier hat. Aber eigentlich müssten die Leute mir alle dankbar sein. Ich habe immer schön Feuer gemacht. Wenn die heimkommen, ist es schön warm. Ich würde sagen, wir machen einen Schuh, Leute. Und im nächsten Part fahren wir dann mal zum Opa Schießwüdig zurück. Und ich sage an dieser Stelle, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.